spontan gepackt und sind das Wochenende unterwegs in Richtung Berge. Hier sind wir gerade an der Isar. Die ersten 25 Kilometer liegen schon hinter uns. Und genau, insgesamt stehen heute 110 Kilometer ungefähr auf unserem Plan und morgen dann 120. Und ja, ich bin gespannt, wie ich über die Gravelwege in den Bergen mit meinem Bluey komme, weil ich hier ja 38 mm Reifen ohne Profil drauf habe. Aber das wird schon, im Zweifel kann ich ja schieben. Also seid gespannt, wir sind's auch. Essenspause. Gravel hat schon was, oder? Anstatt auf der vielbefahrenen Straße können wir diesen tollen Weg entlang fahren. Okay, aber auf der Straße ist man natürlich doch schneller. Und weil wir schon so viel Hunger haben, entscheiden wir uns jetzt für die Straße anstatt dem Gravelweg daneben. Bis zum Restaurant. Da hat's wohl gefuckt zwischen uns bei der Übergabe der Kamera. Wir waren schon ziemlich hungrig hier. Nach dem Essen sollte es weitergehen, ein Stück den Weg zurück und dann bergauf. Ein Gravel-Anstieg zur Plumpsjoch-Hütte. Die Bedienung im Restaurant glaubte nicht, dass wir vor der Dunkelheit am Aachensee ankommen würden. Wir waren aber optimistisch. Mal sehen, wer da wohl recht behält. Hier ist der Gravel-Anstieg. Da ist Nick. Das ist mein voller Bauch. Da. Richtig cool hier. Und berghochfahren ist auf jeden Fall kein Problem mit dem Rad. Ich habe mir das Ganze aber auch ein bisschen steiniger vorgestellt. Und steiler. Mal sehen, wie dann die Abfahrt aussieht.
Von da sind wir gekommen und dort fahren wir jetzt runter. Oh, das sieht hier nach so vielen Bremsspuren aus, als würden die ganzen Leute hier irgendwie so wegrutschen. Und das macht mir echt ein bisschen Angst. Das ist auch ganz schön steil hier runter. Und ich schiebe jetzt mal bis zur nächsten Kurve und guck mal, wie es da aussieht. Da ist nix. Ja, so geht's natürlich auch. Vielleicht probiere ich's. Puh, diese Abfahrt von der Plumpsjoch-Hütte. Ich sag's euch. Das war echt richtig steil. Ich habe eigentlich immer wieder gewechselt zwischen Schieben und Fahren und musste regelmäßig anhalten, um überhaupt mal meine Konzentration wiederzufinden. Hier sind wir am Aachensee und wie ihr seht, es ist noch nicht dunkel. Heißt, wir haben mit unseren Gedanken recht behalten und sind noch im Hellen angekommen. Wir sind in unserem Hotel für heute angekommen. Ich wollte eigentlich zeigen, was wir gerade eben gekauft haben zum Abendessen und fürs Frühstück. Hier ist der Rucksack. Den packe ich mal aus. Wir haben Mangosaft für abends und morgens. Käse. Nussschnecke. Meerkäse. Was ist das? Das haben wir nicht gekauft, das ist mein Handy. Und Brot ist hier noch irgendwo. Genau, die Supermärkte hatten ab 18 Uhr zu. Wir waren ungefähr 18:30 Uhr im Ort. Also ist das hier unsere Tankstellen-Delikatesse. Und das genießen wir jetzt bei... Mann ey! Bei diesem Ausblick. Oh. Und währenddessen macht auch Nick ganz tolle Musik. Das ist ganz schön laut. Einmal den Boden sauber machen. Boah, und das Fahrrad dreckig. Unser Schlafplatz. Da schlafe ich. Das ist noch meine Daunenhose, die ziehe ich mir an. Die Bib, die kommt mit in den Schlafsack. Da schläft Nick. Der nimmt auch seine Sachen mit in den Schlafsack. Und genau. Gute Nacht. Jetzt ist alles wieder eingepackt und wir fahren in diese Richtung am See entlang und schauen mal, ob wir da vielleicht einen Bäcker finden, der geöffnet hat, um einen Kaffee zu bekommen. Das wäre toll. Der direkte Weg zurück nach Hause wären 75 Kilometer und 300 Höhenmeter. Natürlich nicht mit uns. Wir setzen danach 1100 Höhenmeter obendrauf und ein paar Kilometer. Als erstes geht es Richtung Kögeljochsattel. Ein größeres Ritzel wäre schon ganz geil. Oder ein kleineres Kettenblatt. Oder ein kleineres Kettenblatt. Oder nicht so steile Berge. Nö. So, ich habe Wasser gefunden. Nach dem Anstieg kommt die Abfahrt. Niung. Und die sollte um einiges technischer werden als die gestrige.
Ich habe mir echt einige Male einen breiteren Lenker gewünscht. Aber es ging nicht, bin runtergekommen. Da fährt er wieder hoch, nur fürs Video. Sicher? Der Track ist der Track, sagt Sandra. Und wieder zurück fürs Video. War gerade so ein richtig cooler Single Trail. Ja, hat Spaß gemacht, da lang zu fahren. Zack. Schön mit dem Kettenblatt angesehen. Yay! Endlich sieht man auch mal, dass es steil ist. Gerade mussten wir mal kurz schauen, wie wir hier weiterkommen, aber es geht. Sandra hat vorhin gesagt, Track ist Track. Damit müssen wir durch ungefähr 100.000 Stufen. 1, 2, 3, 70, 96, 97, 38, 135, 36, 37, 38, 39, 140 Stufen.
Hause angekommen. Und jetzt gibt es hier mal so einen kalten Kaffee. Cold Brew mit gezuckerter Kondensmilch und Milch. Bock auf noch ein Gravel-Video? Schaut mal hier. Oder Bikepacking im Sommer, Großglockner mit Schnee, dann ist das Video hier was für euch.